Seit vielen Jahren war es einer unserer Träume, eines Tages die 902 Kilometer lange Straße zu fahren, die zum Polarmeer führt. Den seltsamen Ort mit dem Namen Tuktoyaktuk am Ende der Welt zu erreichen und zu sehen, wie Menschen in dieser Gegend leben. Die Mitternachtssonne mit den eigenen Augen zu sehen und die Kälte des Polarmeeres auf der eigenen Haut zu spüren. Im Juli 2022 konnten wir uns diesen Traum erfüllen. Und das ist die Geschichte. Morgen, Tag 2 beim Anstehen auf dem Highway. Wir sind noch immer an der gleichen Stelle. Über Nacht hat sich nichts getan, aber das war irgendwie zu erwarten. Und da ist noch immer alles unverändert. Und wir gehen jetzt mal Kaffee kochen. Wir machen mal wieder einen kurzen Reisezwischenstand. Hier haben wir Kanada und wir sind mittlerweile ganz im Westen. Da sieht man mal unseren Streckenverlauf. Entschuldigung. Da war Calgary und dann die Parks und seitdem ging es weiter Richtung Norden. Dann waren wir in, wie hieß der Ort? Whitehorse, genau, ein paar Tage. Und die letzte Nacht haben wir auf dem Klondike Highway festgehangen, weil es da eine Straßensperrung gibt. Aber es war nicht schlimm, wir haben da einfach nett geschlafen und jetzt sollte es jeden Moment da vorne weitergehen. Der Highway ist ja jetzt wieder offen, aber beim Losfahren ist dann ein LKW abgerutscht. Jetzt müssen wir darauf warten, dass hier irgendjemand diesen LKW aus dem Graben zieht. Ach ja, die Freuden des Alltags. Also was ist hier jetzt noch gewesen? Ja, hier hat es den Strommast angeschmissen. Also das war das zweite Problem. Das eine war, dass es gebrannt hat. Das zweite war, dass es dann zusätzlich auch noch den Strommast angeschmissen hatte. Und deswegen lagen halt die Stromkabel über die Straße verteilt. Du lässt gerade noch mal ein bisschen Druck von den Reifen. Das Schild hier gefällt mir. Notice, there are no emergency medical services in the Yukon section of the Dempster Highway. Drive with care. Auf in die Wildnis! Guten Morgen.
Tag 2 am Dempster. Wir haben im Tombstone Territorial Park geschlafen hier. Das ist unweit vom Start, sind die 40-50 Kilometer rein. Ein recht großes Wandergebiet, wo man auch so Mehrtagestouren gehen kann. Das dürften die da hier alle machen. Und wir werden jetzt so einen kleinen Hike da machen, einfach nur ein paar Kilometer. Dass wir uns mal ein bisschen bewegt haben und nicht nur den ganzen Dempster durchsitzen, weil sonst dreht man, glaube ich, auch irgendwann mal am Rad. Es ist so ein krasses Gefühl, wenn man diesen Dempster, diese Straße seit Jahren im Kopf hat und dann ist man irgendwann da und fährt die tatsächlich. Wenn es irgendwie geht, macht's das Zeug. Kann euch keiner mehr wegnehmen und es wird euch immer bleiben. Es bringt echt nichts, die ganzen Dinge sich zu wünschen und sich irgendwie seine Wünsche nie zu erfüllen. Das ist für gar nichts. Schon ziemlich mistig und deshalb wurden wir gerade mal 30 Kilometer oder so gefahren. Das hat Krug übrigens sehr gut gelöst, finde ich, mit dieser Klappe hier, weil sonst fährst du 10 Meter am Dempster und kannst das Schloss nicht mehr bedienen. Es hat nämlich heuer extremst viel scheiß Mossis. Haben uns auch die ganzen Locals überall schon gesagt, dass wir irgendwie viel Schnee im Winter, viel Regen im Frühjahr. Und deswegen eskaliert es heuer extremst. Naja. Man kann nicht immer und überall nur Glück haben. Huh? You are in Bear Country. Ding ding. Ich muss dich an die Leine nehmen. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Das ist der Trick. In DEET baden und schnell gehen. Wir werden gefressen. Jetzt hoffen wir mal, dass es nach dem Wald besser wird, aber das ist echt ein bisschen Katastrophe. Also wenn die Mossis nicht wären, wäre es echt ein ziemlich nicer Trail hier zum Gehen. Wir haben gerade festgestellt, es ist wirklich wie die Wanderung durch den Märchenwald. Mit dem Blümchen, mit dem Bächlein. Ja, wenn nur die scheißen Mossis nicht wären. Also es war jetzt echt nicht auszuhalten. Ungefähr jede 30 Sekunden sitzen 10 Mücken mit dem Atem auf dem Rücken. Wir brechen ab. Das ist echt ein bisschen schade. Das ist ja eigentlich ganz egal, selbst wenn man jetzt zum Beispiel diese Netze da ums Gesicht hat. Das würde einen auch nicht retten, weil sie sind einfach überall und stechen überall durch die Klamotten und alles durch. Nee, also es reicht wirklich, also diese Hüte mit den Netzen ist zwar gut, dann hast du es nicht im Gesicht, aber dann martern sie dich halt sonst überall. Also falls wir uns in Europa je nochmal über Mücken beschweren sollten, dann erinnert uns doch bitte an diesen Tag. Für eine schöne Wanderung bin ich durchaus bereit, einiges in Kauf zu nehmen, aber das war wirklich nicht auszuhalten. Also touren wir doch einfach in unserem mückensicheren Zuhause weiter und genießen die Umgebung auf diese Art und Weise. Wer beim Tombstone Visitor Center vorbeikommt, kann sich dort eine Infomappe geben lassen, in der die Sehenswürdigkeiten des Highways mit genauen Kilometerangaben zu finden sind. Am Viewpoint danach treffen wir wieder einmal auf Gleichgesinnte aus Deutschland und der Schweiz, bekommen ein paar Tipps für unsere Reise Richtung Norden und fahren wieder weiter. Die Straßenverhältnisse des Dempster Highways sind deutlich besser, als wir sie erwartet hätten, und wir kommen teilweise mit 80, 90 Kilometer die Stunde voran. Ab und an sieht man auch Leute, die 900 Kilometer mit dem Fahrrad fahren.
Verlassen des Tombstone Territorial Park beginnt sich die Landschaft zu verändern. Das hier aus den Bergen kommende Wasser ist reich an Calcium, Magnesium, Chlor, Sulfaten und Sulfiden, was sich am Red Creek in seiner ganz eigenen Färbung zeigt. Schon wieder Wehen gefunden. Es ist ja immer wieder lustig, wenn man nicht so alles unterwegs trifft. Mitten auf dem Dempster, mal eben abgebogen, um die Nacht zu verbringen. Auf einmal steht man neben Junk von unterwegs. Hallo! Es sieht aus, als ob es gleich gewittern würde, aber der Ausblick... Oh ja. Der Ausblick von hier herum ist schon ultra gut. Da kommt ein Geballer. Die Front da hinten wird mal vorbeiziehen. Ich glaube, die trifft uns nicht. Die geht da weiter. Aber der sieht aus, als ob er genau auf uns zukommt. Was mir ja gerade nicht so gefällt, ist, dass wir hier eigentlich im höchsten Punkt von der ganzen Umgebung stehen. Da hinten blitzt es nämlich schon ordentlich. Ich habe mir schon überlegt, ob wir uns das System runterfahren, ja. Ich mach das mal. Wahrscheinlich komplett unnötig, aber... Lichter aus. Gucken wir mal an die Sandfläche, dass wir wieder wegkommen. Ist ja schon wieder fast vorbei. So, die große Frage bleibt... Micha, das haben wir gut gemacht. Da haben wir das Ergebnis von gestern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Zähle ich allein auf dem Rücken. Ja, wenn es doch nur der Rücken wäre. Da fahren sie. Es ist wieder Zeit zum Aufbrechen. Sie fahren nach Süden, wir fahren Richtung Norden. Eine sehr schöne Zeit mit denen, ganz nette Leute. Wenn ihr sie unterwegs trefft, grüßt sie von uns nochmal.
Tschüssi! Die durch Brände zerstörten Wälder finden sich, soweit das Auge reicht. Das Feuer ist hier allerdings Teil des natürlichen Kreislaufs, der dafür sorgt, dass Platz für neue Arten geschaffen wird. Überall blüht das violette Fireweed und wir verschrecken einen auf dem Dempster spazierenden Schwarzbären, der in den Wald zurückeilt. Ups. Wir fahren gerade über eine Landebahn. Es stand da hinten nämlich noch ein Schild: Please stop for landing airplanes. Arctic Circle. Unfassbar geil. So, wo kleben wir uns hin? Tan, tan, tan. Sehr schön. Ein Ausblick beim Mittagessen kochen, den man auch nicht jeden Tag hat. Mit dem Überschreiten des Arctic Circle heißt es 24 Stunden Helligkeit. Und im Juni kann man so viel Solarenergie laden, wie es sonst nur in Äquatorregionen möglich ist. Tada! Es fühlt sich an, als wären wir unserem Ziel jetzt schon ganz nahe und die Spannung auf die Mitternachtssonne und das Polarmeer steigt. Nach der Grenze zu den Northwest Territories fahren wir von der Straße ab, um einen Stellplatz zu suchen. Vom Hügel gehen noch einige Reifenspuren ab, aber als auch diese enden, sagt Arthur nur: Wofür haben wir denn einen Allrad-LKW? Und fährt noch um einiges weiter in die Tundra. Na, wie gefällt's dir hier? Platz gefunden, oder? Würde ich sagen, ja. Hier gleich mal die Reste eines Karibus gefunden. Wir hatten ja echt schon viele schöne Stellplätze. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass mich jemals einer so beeindruckt hätte wie das hier. Das ist einfach unfassbare Weiten. Einfach von nichts. Das ist so krass hier. Hier hinten oben um die Kurve ist die Grenze zu den Northwest Territories gewesen. Da ist die Judith. Da hinten ein Hügel runter ist der Dempster, da sieht man ihn in der Distanz. Da steht Yoda. Einfach ultra krass. Hier ist nirgendwo ein Haus, hier ist nirgendwo ein Mensch, hier ist nirgendwo eine Straße. Und zu der Jahreszeit auch kaum noch ein Viech. Geht doch tatsächlich vor unserer Tür
Tür, um Gräschen zu spazieren. Wir machen uns auf den Weg auf unsere vorletzte Etappe bis Inuvik. Bereits jetzt wissen wir schon, dass wir uns noch in vielen Jahren an diesen Stellplatz mitten im Nirgendwo erinnern werden und sind wieder einmal dankbar dafür, das alles erleben zu dürfen. Gemächlich wackelt sich Yoda also durch die Tundra zurück auf die Spuren der anderen und somit auch wieder zurück auf den Dempster Highway. Die staubige Piste zieht sich hier durch eine weite baumlose Landschaft und fälschlicherweise nehmen wir vorübergehend an, die Baumgrenze bereits passiert zu haben. Wenig später erreichen wir die erste der beiden Fähren auf dem Dempster Highway. Während man im Winter die zugefrorenen Flüsse direkt überfahren kann, ist man im Sommer hier auf die Überfahrt angewiesen. Das führt gelegentlich zu Problemen, da die Anlegestellen immer wieder weggespült und neu gebaut werden müssen. Sollte das der Fall sein, muss man mit etwas Pech hier mehrere Tage auf die Überfahrt warten. Eine Fähre nur für uns. Ja, bin ich ganz sicher. Kommt, ist noch wer hinter uns. Ach so, ja. Wir haben Glück und kommen nach kurzer Überfahrt gut auf der anderen Seite des Peel River an. Hier in Fort McPherson. Wir drehen hier mal eine kleine Runde. Hier ist der Friedhof. In Fort McPherson gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Nachdem wir unsere Runde durch das 647 Seelendorf gedreht haben, geht es weiter Richtung Osten und wir kommen zur Louis Cardinal Ferry, die im Dreieck über die Verbindung zwischen dem Mackenzie und dem Arctic Red River übersetzt und die First Nation Siedlung Ziel in die Überfahrt einbindet. Schon länger darauf gewartet, dass das nächste Mal irgendwas mal passiert, gerade jetzt hier am Dempster. Und jetzt hat es wirklich gerade gezischt beim Fahren, ganz kurz. Wir haben beide gedacht, irgendwie Reifen, irgendwas, aber nee, hat alles gut ausgeschaut. Der Arthur ist raus schauen gegangen und es ist wahrscheinlich irgendein Schlauch, Luftzufuhr vom Motor oder sowas abgegangen. Er ist gerade schauen, ob er noch die Klemme findet, da wo es gezischt hat, ob sie da abgefallen ist, ob er die noch irgendwie sieht. Und wenn nicht, müssen wir versuchen, es anders wie festzubekommen. Kabelbinder oder keine Ahnung. Schauen wir mal. Na, hast du einen kleinen Marathon hinter dir? Ja, aber gefunden. Das ist ja großartig. Ja, keine große Sache. Das Einzige ist, es ist halt die
Klemme vom Ladeluftkühler unten. Zuluft für den Motor, die gekühlte, die ist runter. Ich hoffe, dass da jetzt auf der ganzen Staubpiste, dass uns jetzt nicht so viel Dreck da reingezogen hat. Ich habe dir schon einen Staubsauger gebracht. Das Einzige, was ich befürchte, sind noch vor allem, wir haben gerade noch 3 Autos an uns vorbei, das hat nämlich noch ein bisschen mehr gestaubt, aber naja. Was hältst du wirklich, wenn du da ein bisschen was rausziehst? Das ist schon nichts drin. Also, festigen wir das wieder, ich schraube das fest und dann fahren wir mal weiter. Alles klar, brauchst du irgendeinen Kleber? Nee. Auch nicht, okay. Noch mehr Werkzeug von drüben kurz. Wunderbar, dass da wieder 10.000 Moskitos hat, geil. Danke für gar nichts. Ein vorbeifahrender Einwohner aus Inuvik hält kurz an und erkundigt sich, ob wir Hilfe brauchen. Wir schildern ihm das Problem, verneinen und danken für die Nachfrage. Er verlässt uns mit den Worten: "Yeah, the Dempster will do that to ya." Viecher. Dann kannst du nach vorne, ich bin fast fertig, du kannst da vorne noch ein Foto machen gehen und dann gehst du rein, bevor du auch noch gefressen bist. Der Kahn läuft wieder, allerdings hält der Frieden nur kurz an. 2327 Meter weiter nördlich folgt der nächste ungewollte Stopp. Heute haben wir Trafik. Die Halterung ist abgerissen. Gerade ist auf. Sache wäre um ein Vielfaches einfacher, wenn man nicht von 40 Mücken umschwärmt wird. Ehrlich gesagt nur noch nach Inuvik schaffen.
können wir uns überlegen, was wir damit machen jetzt. Kurz vor Inuvik hat es jetzt auf einmal eine Straße. Sehr witzig. Die vom Flughafen nach Inuvik reinführt. Ja. Wo sogar Taxis. Das ist richtig Zivilisation aber. Ja, spannender Tag. Jetzt ist der Dicke ja problemlos bis daher gelaufen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Das mit der Staubachse ist das größere Problem. Da ist einfach der Verschluss während der Fahrt ausgerissen. Dann ist die Klappe aufgegangen. Und es war wieder mal so fantastisch. Wir hören es klappern. Ich schaue nach hinten, ich sehe die Lade, die halt runterhängt. Steige auf die Bremse und so auf den letzten Metern des Rollens kommt nochmal eine Bodenwelle und macht krrrk. Dann verbiegt das Ding komplett. Tja. Shit happens. Aber ansonsten ist jetzt nichts gröber hin, zumindest. Motor ist problemlos gelaufen bis jetzt. Wir gehen da jetzt mal rein zu dieser Library, die soll ein Internet haben. Wir haben jetzt irgendwie seit einer Woche kein Empfang und kein gar nichts mehr gehabt. Weder Telefon noch sonst was. Und da werden wir mal uns bei den Familien melden und mal schauen, was wir damit machen. Ich bin in dem Modus, schnapp dir einen Snickers, aber wir haben keinen Snickers, also ich muss den Whisky-Riegel erhalten. So, da ist mal die Bibliothek und da sollte Internet haben. Es ist 11 Uhr. Und die Sonne ballert uns ins Schlafzimmer. Wir laden übrigens immer noch, praktischerweise, mit 55 Watt. Auch nicht schlecht für 23 Uhr. Also, wir werden jetzt mal trotzdem versuchen zu ratzen. Morgen geht's nach Tak. Gute Nacht. Wir haben jetzt gerade das zivilisierte Inuvik verlassen, sind schon wieder auf Schotterpiste gelandet und haben jetzt unsere letzten 150 Kilometer bis zum Polarmeer vor uns. Das heißt, am Sonntag, den 10. Juli, werden wir unseren voraussichtlich nördlichsten Punkt erreichen. Zwei Monate sind seit unserem Start in Halifax vergangen. 20.000 Kilometer später sind wir nur noch einen Steinwurf vom Polarmeer entfernt. Nicht einen Tag haben wir unsere Entscheidung, unsere Wohnung und fast all unser Hab und Gut herzugeben, bereut. Yoda ist längst zu unserem Zuhause geworden und hat seinen Job bis hierher bestens gemeistert.
Wir sind jetzt fast am Ziel, aber bekanntlich gibt es ein Problem mit Zielen und Wünschen. Wenn man sie sich erfüllt, sind sie weg. Und so mischt sich auf den letzten Kilometern vor Tag eine gewisse Wehmut zum Gefühl der Vorfreude. Wir passieren das Ortsschild und irgendwie weiß ich nicht mehr so ganz, wie ich mich fühle. Bin ich froh? Bin ich traurig? Es ist irgendwie ein seltsamer Mix aus beiden, schwer zu beschreiben und unmöglich in Worte zu fassen. Auf den letzten paar Metern durch die Ortschaft bis an den nördlichsten Punkt befinde ich mich irgendwo zwischen hey, wir sind endlich da und verdammt, wir sind schon da? Und so rollen wir weiter, bis ganz oben, bis ans Ende der Straße. Also irgendwie so richtig glauben kann ich es nicht. Wir sind tatsächlich am nördlichsten Punkt. Da hinten gibt es dann nur noch Nordpol. Unfassbar. Dich genug eingepackt? Nee, geht nicht. Na, wie fühlt es sich an, dass du endlich her bist? Ziemlich absurd. Ziemlich absurd. Nachdem wir ein wenig durch den Ort gegangen sind, stellen wir Yoda auf den nördlichsten Platz des Campgrounds, um die Nacht intakt zu verbringen. Doch eine Sache gibt es noch zu tun. Mit der Nachtsonne. Arthur überlegt sich noch, ob er nicht noch tatsächlich so richtig baden geht. Wollen wir Wetten abschließen? Ich sag, er macht es nicht. Aus dem einfachen Grund, weil hier Haufen Mücken immer noch hat, das Wasser sehr kalt ist und auch irgendwie ein bisschen eklig. Das Rennen deutet schon wieder auf massenweise Moskitos hin, vor denen er flüchtet. Wahrscheinlich der Hauptgrund, warum er es nicht machen wird.
nope, 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 nope. Oh. Also, das ist echt scheiße. Es kotzt mich gerade richtig an, weil es wird da, glaube ich, echt gegangen. Du suchst doch nur nach Ausreden. Ich habe mich geirrt.